Lichter im Himmel, ey. Ah, Leute, was ist das für ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, es ist bockewarm, es ist Hochsommer und es wird heute vor allem richtig schnell und ein bisschen italienisch, Leute. Wir haben den 488 Pista am Start. Also der GT2 RS-Gegner, der McLaren 27S oder 765 LT Killer von Ferrari. Den gibt es natürlich jetzt schon ein bisschen länger, das ist kein nagelneues Auto. Allerdings haben wir den hier noch nie gefahren und deswegen freue ich mich da extrem drauf. Das wird echt mega, mega schön. Wir sind auch schon Drag Race damit gefahren, das kommt am Sonntag. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Was ich besonders geil finde jetzt bei dem Spec, mal davon abgesehen, dass es generell echt ein schöner Ferrari ist. Brauchen wir nicht drum herum reden. 458, 488, das sind Modelle, die gefallen mir sehr, sehr gut bei Ferrari. Super sportlich, super schnittig. Der Pista an sich, der hat ja nochmal ein bisschen mehr Performance bekommen, mehr Leistung, 720 PS, 3,9 Liter V8 Motor. Also da geht richtig was nach vorne und er ist auch leichter geworden. 1280 Kilogramm wiegt das Auto nur. Das ist gar nicht so viel. Aber das, was ich halt total geil finde bei dem, ist das Italien-Design. Ne? Also ich habe ein paar Farben schon gesehen, aber ich glaube, das ist der schönste, den ich bisher hier gesehen habe. In Ferrari-Rot mit Italien-Farben drauf. Das kommt schon sehr, sehr cool. Ist auch gerade passend zur EM, also jetzt gerade, wo wir das Video drehen, ich weiß ja nicht, wir drehen ja mal ein bisschen vor, Leute, aber jetzt gerade, wo wir das Video drehen, hat gestern Italien gegen die Schweiz gespielt und gewonnen und hat richtig fett alle Autokorso gemacht und gehupt. Finde ich eigentlich gar nicht geil, aber jetzt habe ich einen Ferrari, da bin ich undercover, machen wir das vielleicht auch gleich mal noch, einfach so ein später Autokorso noch. Das Rot mit den weißen Akzenten auch, ne, die dafür sorgen, dass so ein bisschen die Konturen auch hervorgehoben werden, das ist schon sehr, sehr geil. Das Auto, also der Diffusor, Daniel, muss ja immer gucken, was der Diffusor kann und der kann hier eine ganze Menge. Also das Heck von diesem Auto ist schon brachial, vor allem, was ich halt echt mega finde, ist die unfassbare Tiefe, die das Auto hat. Ne? Der wirkt super windschnittig, alles extrem geschnitten, alles Luftstrom optimiert und dann hast du hier hinten nochmal richtig schön einen coolen Diffusor und vor allem finde ich einen sehr einzigartigen Diffusor. Ne? Diese Aufteilung in die drei Elemente, das ist schon sehr, sehr geil. Es ist auch noch so, ich weiß nicht, ob man das von hier sehen kann. Ja, man sieht es ein bisschen, also dass der natürlich schon richtig weit rein in den Unterboden reingeht. Also das sind nicht nur quasi hier hinten, sondern die gehen relativ lang rein, diese Diffusorfinnen. Total geil. Und schön alles aus Carbon, ein geiler Blick in den Motorraum. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber die wichtigste Frage natürlich, wie fährt er sich denn? Deswegen machen wir jetzt mal einen schönen kleinen Italien Autokorso. Für euch gibt es jetzt noch einen schönen Porn. Viel Spaß, wir legen los. Also eins muss man, glaube ich, echt mal loswerden. Die Ferraris, wenn du die Tür aufmachst, auch jetzt im Vergleich, wenn man das einfach mal vergleicht mit dem Porsche oder auch dem McLaren, die sind schon sehr racy, weil extrem viel Carbon ist. Ne? Super viel Glanzcarbon, wenn du die Tür aufmachst. Das wirkt alles schon ultra sportlich. Auch das hier, der Fußraum, ne? Dass man hier nicht irgendwie Fußmatten hat, sondern halt wirklich richtig... Das richtige Material, ne? Ja. Das ist schon. Das gibt schon so ein grundsätzliches Race-Feeling auf jeden Fall. Ne? Das Einzige, was mich bei diesem Auto so derbe triggert, ist das hier. Einfach so so gefühlt, als hättest du einfach so ein Fiat. Also einfach so richtig schrottig billige Elemente hier mit drin. Ne? Also ja, richtig schön altbacken aus. Das kannst du einfach nicht bringen. Also für den Preis, für das Auto, das kannst du nicht bringen. Das muss ich einfach einmal muss man auch was Schlechtes sagen dürfen in einem Video. Das taugt mir echt gar nicht. Aber ansonsten ist das hier vom Einsteigen, vom Ambiente, von dem, was rüberkommt,
schon ein sehr großes Kino. Vor allem, wenn wir uns jetzt hier noch schön mit den Vierpunktgurten anschnallen. Das ist auf jeden Fall relativ eng, du. Viel Spielraum haben wir da nicht mehr hier. So, Schlüssel legen wir mal hier rein. Der schaut auch auf jeden Fall nett aus. Na, kann man schon machen. Ist cool. Was auch cool ist durch die Folierung ist natürlich, dass du hier quasi auch nochmal so wirklich so ein Sonnenschild hast und dadurch natürlich auch noch dafür sorgt, dass das Sichtfeld schmaler wird. Und das gibt auch nochmal so ein Gefühl von Rennauto, weil du im Rennauto natürlich meistens sehr wenig Sichtfeld hast, muss man schon sagen. So, gut. Friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down. Wie hupt man denn mit dem? Du kannst nur hupen, wenn Italien gewinnt. Hey, Italien hat gewonnen gestern! Ja! Yeah! Werden wir doch gleich mal wach hier. Ist schon ein guter Durchzug, muss man sagen. Also das Klangbild vom Motor ist sehr gut. Der schiebt auf jeden Fall ordentlich nach vorne. Es gibt so ein paar Punkte, die ich sehr geil finde bei diesem Fahrzeug. Auch im Vergleich vielleicht mal zum GT2S. Ich glaube, kann man ja schon den Vergleich auf jeden Fall ziehen. Was ich mega finde, sind die Schaltlampen. Na, so ein kleines Detail, aber das würde einem Porsche auch sehr gut stehen, finde ich. Schaltlampen, mega hier in diesem Lenkrad. Generell das Lenkrad ist super, weil du einfach ein paar Dinge am Lenkrad hier hast zum Einstellen. Du hast den Startknopf, das taugt mir komplett. Also das ist schon mal ein großes Kino. So, dann können wir ein bisschen hier. Also der geht auf jeden Fall gut nach vorne. Was negativ ist dir aufgefallen gerade? Das laute Geräusch, oder? Windgeräusche, ne? Hier habe ich es gerade mega gehört. Übertrieben laut, ne? Ist nur auf deiner Seite. Vielleicht ist deine Tür zu? Nein, Schmarrn, die ist zu. So, dann haben wir hier natürlich auch Ferrari typisch Einstellmöglichkeiten. Ne? Du hast das Red-Setting, kann man hier einstellen. Ich sehe es eigentlich nur hier links oben in der Anzeige. Hier sehe ich auch gerade den Ladedruck. Eine Ladedruckanzeige. Ich glaube, man kann sich auch noch, was kann man sich noch anzeigen lassen? Hier Turbo Response, 100%. So. Genau, hier sieht man es. Vehicle Dynamics, da ist eine relativ gute Übersicht. Da sehe ich jetzt nämlich, was das Red-Setting genau macht. Ne? Da sehe ich das Differential, Traktionskontrolle, ESC, ABS, ja, quasi wie stark das eingestellt ist. So, jetzt gehen wir mal auf Sport. Dann geht das alles hier eine Stufe nach oben. Dann haben wir Race. Alles gut bei dir? Ja, alles gut, das war gerade unerwartet. Was auch auffällig ist, das Getriebe ist sehr, also beim Doppelkupplungsgetriebe hier drin, aber das Getriebe ist sehr bissig. Also die Schaltvorgänge, du merkst sie sehr stark, sind sehr markant, vor allem auch das Hochschalten. Also du merkst richtig diese Zündunterbrechung, dieses Pack, wie so der Gang reinknallt. Auf, so. Komm. Junge. Bergauf an einem entspannten Sommertag. Ist doch herrlich.
Oh Gott, ist das heiß. Ist das heiß. Ich ziehe jetzt meine Sonnenbrille auf, ich hoffe, es ist okay, aber es ist so hell, es blendet extrem und ich will sehen, in was ich spreche, Leute. Und zwar bei dem Auto, glaube ich, ein Thema, das man auf jeden Fall noch ansprechen muss, ist die Luftführung. Ne? Das ist schon ein sehr durchdachtes Auto, was so die Luftleitung angeht. Das fängt einmal an mit der Öffnung hier an der Haube. Dort wird dann die Luft geleitet und das hat natürlich schon komplett aerodynamische Effekte. Das leitet die Luft, die geht an der Seite entlang, hier direkt rein in die Kühlung. Ne, wird hinten auch wieder ausgelassen und dann ist etwas, was der Diffusor macht, was man nicht gut sehen kann leider, aber es ist sehr, sehr cool. Schon an der Vorderachse beginnt es, man hat einen komplett durchgezogenen Unterboden und an der Vorderachse hat man schon Luftleitungen, ne, die einfach dann perfekte Strömung am Unterboden erzeugen. Und jetzt hat man hier noch ein DRS-System, nennt man das. Man sieht es hier, sind zwei so, naja, man sieht es nicht so richtig, aber man sieht hier zwei so Einkerbungen sozusagen, so zwei so kleine Details, die bei hoher Geschwindigkeit ausfahren und die Diffusor, also die Diffusorfunktion quasi etwas unterbrechen, etwas abschwächen und dadurch halt weniger Drag, also weniger Luftwiderstand erzeugen. Du kannst da selber keinen Einfluss drauf nehmen, aber ich glaube, es ist ganz cool mal zu sehen, dass da auch ja, sag ich mal, so eine Technik dahinter steckt. Ich sag mal, ein bisschen wie in der Formel 1, ist schon weit weg, aber man nutzt natürlich das immer marketingtechnisch gerne. Aber natürlich schon viel, was da passiert und auch ein bisschen aufwendiger wie jetzt zum Beispiel beim Porsche, muss man sagen. Ne? Beim Porsche, du hast einen Heckflügel, das war's. Hier hat man definitiv mehr Schnickschnack, mehr diese Racing-Optionen. Das finde ich auf jeden Fall cool. Jetzt ist nur die Frage, wie fährt er ums Eck im Vergleich zum Porsche? Das testen wir jetzt, aber vorher machen wir noch kurz den Soundcheck. Ist schon geil. Vor allem Ferrari hat, finde ich, immer so einen eigenen Klang. Na, Ferrari, das klingt schon gut. Das macht schon Laune. Passt zum Wetter, spring rein, wir fahren weiter. Alter Vater im Himmel, ey. Der klebt aber schon richtig sportlich auf der Straße. Du. Boah. Ey, das Einlenken war heavy gerade, oder? Das war nice. Ich war jetzt gerade selber positiv überrascht, wie gut der einlenkt. Boah, schau dir an, wie geil der auf der Straße liegt, hier ums Eck rum. Boah. Also das ist schon sehr geil. Das habe ich nicht so gut erwartet. Der liegt unfassbar präzise auf der Straße. Du hast total geiles Einlenkverhalten. Das mag ich, wenn die Vorderachse gut ist. Der zirkuliert da ordentlich rum, tut viel, macht viel. Die Bremse, man hört es ein bisschen, ne? Ist ein bisschen am Quietschen. Die wurde, glaube ich, auch schon ein bisschen etwas rangenommen. Wir haben sie jetzt ja fast gar nicht benutzt, so richtig. Aber das ist schon geil und das kommt natürlich vor allem durchs Gewicht auch. Ne? Durchs Gewicht. Das Ding steht auf Semi-Slicks. Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen sind da drauf. Und das alles in Kombination. Ist schon ein großes Kino. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine Launch. Race haben wir drin. Aber hier kann man auch nochmal. Das passt. So, dann klickt man hier nämlich den Button. Schau, das ist jetzt hier quasi die 3 Einstellungen hat man hier. Rückwärtsgang, automatisch oder selber schalten und dann Launch. Dann drückt man diesen Knopf, dann piepst einmal, dann steht hier Launch. Dann sagt man ihm hier noch alles klar, dann drückt man hier und dann geht's los. Null auf 100, 3,33.
Das ist in der Tat gar nicht so schnell. Jetzt muss man dazu sagen, bei dem 0 auf 100 geht es immer minimal vielleicht bergauf, aber nicht so sehr. Ihr werdet jetzt auch sehen, im Drag Race war ich ehrlich gesagt enttäuscht. Ich weiß nicht, ob man irgendwas noch besser machen kann, anders machen kann. Aber die 0 auf 100 Zeit in diesem Fahrzeug ist nicht so gut wie erwartet. 3,33, 100, 200, 5,83, das ist natürlich schon schnell. Also der Koffer, der kann schon was, der ist schon schnell, aber lasst euch überraschen im Drag Race, Leute. Das wird nochmal eine spannende Nummer auf jeden Fall. Ich soll dazu sagen, wir haben gerade 32 Grad draußen. Also es ist schon auch anstrengend für den Motor. Also Fazit, glaube ich, kann man wirklich sagen, wunderschöner, geiler Ferrari. Würdiger Gegner gegen den GT2 RS und Gleiches in der Klasse. Lebt den Mythos Ferrari, bringt vieles wieder, hat ein, zwei Macken, finde ich, hat man Ferrari aber irgendwie oft. Na, das ist einfach kein glattes Auto, das ist ein bisschen so ein Gesamtpaket. Und zum Abschluss auch noch ganz wichtig zu sagen, Italien hat gewonnen! Ja, Italien! Tschüss!